Und damit zu unserem US-Korrespondenten Michael Wüllenweber auf dem Republikaner-Parteitag in Milwaukee. Guten Morgen, Michael. Bevor wir über Trump und J.D. Vance reden, wir müssen Joe Biden noch mal in den Fokus nehmen. Wie würdest du das einschätzen? Ist seine Kandidatur tatsächlich jetzt passé? Also das ist schwer zu sagen, Carsten, tatsächlich. Aber man könnte sagen, der Stern von Joe Biden, der sinkt immer schneller. Diese Covid-Infektion, die wirft ihn zurück. Er wollte ja Anlauf nehmen durch öffentliche Auftritte, diese Zweifel an ihm zu beseitigen. Diese Chance hat er jetzt zuerst einmal nicht. Er muss sich zurückziehen und bleibt insofern dann auch ein bisschen unsichtbar. Zeit für seine Gegner neuen Anlauf zu nehmen. Wir hatten ja nach dem Attentat gesehen, dass da ein bisschen bei den Demokraten in den ersten 2 Tagen vielleicht Ruhe eingekehrt ist. Aber jetzt wurde noch mal richtig Gas gegeben. Und er sagt jetzt selbst, ja, er will mehr zuhören der Kritik, aber bleibt dabei eigentlich, dass er an seinem Stuhl kleben bleiben möchte. Und immer mehr Demokraten öffnen sich ja öffentlich. Also es wird wirklich enger und auch die Demokratische Partei hat den virtuellen Nominierungsprozess, der eigentlich jetzt starten sollte, schon einmal um eine Woche verschoben, um vielleicht, man könnte es sagen, auf Nummer sicher zu gehen. Man weiß ja nicht, ob er vielleicht dann doch noch kommende Woche plötzlich die Sachen hinwirft. Michael, und damit kommen wir zu den Republikanern. Es war so der große Auftritt von Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance. Wie hat er sich geschlagen? Also er wurde gefeiert von einigen Delegierten, zum Abschluss auch regelrecht frenetisch. Aber es blieben auch bei dem einen oder anderen tatsächlich ein bisschen Zweifel, könnte man sagen. Ein bisschen muss man vielleicht stärker betonen. Da gab es Delegierte, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, naja, diese mega mager Agenda von J.D. Vance, da passt einem nicht alles, wie zum Beispiel das Wort Massendeportationen, was er ja hier auch in den Mund genommen hat. Das lehnt dann doch vielleicht der ein oder andere ab oder war dann auch einigen zu viel. Aber das macht zuerst einmal nicht so viel aus. Er wurde, wie ich schon sagte, gefeiert und auch hat er natürlich versucht, sich zuerst einmal bekannt zu machen bei den Delegierten. Ja, man weiß, wer J.D. Vance ist. Ja, man weiß, dass er der Autor von Hillbilly Elegy ist, Senator und all das. Aber wie er sich gibt, viele haben ihn vorher ja noch nicht so richtig gehört und hat viel von sich selbst erzählt, von seiner Kindheit, von seiner Großmutter, wie er aufgewachsen ist, von seiner Frau. Und dieses Persönliche spielt überhaupt hier ja eine riesengroße Rolle auf diesem Parteitag. Da wird versucht mit zu punkten. Selbst die Enkelin von Donald Trump haben wir heute am Rednerpult gesehen. Also das gilt es hier herauszustreichen, also diesen familiären Background. Und ich glaube, auch damit hat er mit diesen kleinen Verhältnissen gepunktet als Arbeiterführer in Anführungszeichen. Michael, danke für deine Einordnungen nach Milwaukee.